WhiskyJason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Heute in Mülheim 2019, die AQUAVITAE gemeinsam mit Marcel Paschilke von der SMWS. SMWS heißt? SMWS heißt Scotch Malt Whisky Society. Oh, ein Club. Muss ich Mitglied werden? Ja, bitte. Unbedingt. Unbedingt. Also das ist tatsächlich nicht etwas, was ich einfach in den Laden hingehen kann und sagen, ich will unbedingt die Flasche, sondern ich muss tatsächlich Mitglied werden. Eine der älteste, wenn nicht der älteste Society für Single Malt Scotch Whiskys in der ganzen Welt. Genau, also uns gibt es seit 1983 und ja, es ist heute, seit damals bis heute noch Privileg, Whisky nur für Mitglieder, und darum baut die SMWS natürlich den Society-Charakter auf, dass sie Clubräume haben, dass sie teilweise Sachen exklusiv für Mitglieder machen, dass man dann in dem Sinne vergünstigt in die Tastings reinkommt oder auch alles in Schottland, in Leith im Norden von Edinburgh wahrnehmen kann mit den Clubräumen. The Vault, genau. Das ist tatsächlich den Mitgliedern obliegen und das wollen sie auch so halten, das machen sie so. Das spielen sie tatsächlich so. Und eure Flaschen sehen praktisch immer so aus, ja, wenn man bei Bubble hingeht, hat er ungefähr 20 solche Flaschen immer im Hintergrund und da stehen kein Namen drauf, da stehen Zahlen, das ist immer ein bisschen geheimnisvoll, oder? Ja, so ist das SMWS-Prinzip tatsächlich. Es hat angefangen, was der nette Gründer, ein Mann namens Philip Pilz, in dem tollen Buch, das er jetzt rausgebracht hat. Kannte ich nicht, A Founder's Tale. Das ist jetzt gerade erst rausgekommen, deswegen kanntest du es nicht. Das ist eben so neu, dass er die Story darin, also sprich, ein junger Steuerberater Pilz geht los, 1970, 75 ungefähr, fährt durch die Lande und kennt eigentlich nur Blended Whisky. Damals gab es fast nur Blended Whisky. Und genau das, damals gab es nur das, aber er wusste, was Single Cask Whisky ist und wollte das seinen Freunden näher bringen. Das war sozusagen das erste Crowdfunding, das stattgefunden hat. Er ist nicht weit gekommen. Speyside, da hat es ihn bei Glenfarclas zerlegt. Eins. Und dementsprechend ist da das Quarter Cask rausgesprungen und das hat die Nummer 1 ergeben. So ergibt sich der Code. Die vordere Nummer immer die Brennerei, die hintere immer das laufende Fass aus der Brennerei. Das heißt 1.277 wäre das 277. 70. Fass aus der ersten Distillerie. Sehr, sehr schön. Wenn ich eine Sache klauen darf, nope, kann ich nicht. Also da habt ihr tatsächlich euer verschiedene Farben denn da. Hast du die auch? Oh, der hat die sogar besser. Wir haben so einen schönen Farbfächer, ich halte mal ein bisschen näher. Da sind die 12 Geschmacksprofile drin und die kennzeichnen am Hals einer jeden Flasche tatsächlich die verschiedenen Profile von, jetzt haben wir hier Lightly Peated, das ist das zarte Grün. Ansonsten haben wir Oil and Coastal, das ist das Blau. Oh, das mache ich gerne meistens, ja. Also. Und da haben wir natürlich diese Dried Fruits Charaktere, also Sherry. Wer Sherry verliebt ist, der wird glücklich werden, genau. Time well spent mit Thymian. Ja. Und ja, als das fertig war, als er das Crowdfunding beendet hatte, war die Nummer 1 geboren und tatsächlich haben wir dann das Ganze aufbauen können, bis dass man bei Leith im Norden von Edinburgh The Vaults kaufen konnte in 83 und das ist jetzt das Hauptquartier, in dem tatsächlich alles stattfindet. Ja, super, sehr, sehr schön. Also tolle Sache. Gibt es schon mittlerweile Deutschland-Exklusiv-Abfüllungen? Gibt es, haben wir dabei. Haben wir tatsächlich hier dabei. Das ist die Abfüllung ausgesucht von Stefan Gabani, dem Schreiber des Whisky-Lexikons. Ein Sample habe ich gekriegt. Hast du? Ja. Und? War lecker? Ich habe es noch nicht, ich habe keine Zeit gehabt. Das war Freitag, also Donnerstag, Entschuldigung. Dann probierst du gleich. Aber das ist nicht das Einzige, was wir rausgebracht haben. Die ist rausgekommen zu der jetzigen Geschichte, die haben wir aufs Tasting mitgebracht, die ist auch gerade im Tasting gut angekommen, aber wir haben noch was Neues, ich mache mal ein bisschen Preview-Tätigkeit. Wir haben im November einen neuen Blended Malt, Beach Cobbler wird der heißen, also ein Beach-Sammler, ein Beach-Crawler, sowas in der Art. Ein Highland Whisky ist drin, ein Campbelltown Whisky ist drin und alles gefinisht im First Fill Bourbon Fass, damit endlich auch mal für die Sherry ein bisschen abgeneigt und die Torf abgeneigt sind, endlich mal ein First Fill Bourbon dabei ist. Schöne Honig, schöne Vanillenoten, kommt ungefähr für 45 Pfund an den Markt, ist eine tolle Sache auf 50 Volumenprozent, freut euch drauf, das wird toll. Also für mich, ich kannte etwas mit Exotic, wie war das nochmal? Exotic Cargo, das waren die ersten beiden, Batch 1 und Batch 2, das waren First Fill Sherry Geschichten, bei denen sie geblendet haben. Irgendwas mit einem Ferry? Peaty Ferry, das war die nächste Geschichte, da gab es auch Batch 1 und 2 und da wurde leicht Torf draufgesetzt. Genau. Ein bisschen mehr für mich, aber gut. Genau, aber es gab immer noch eine bestimmte Süße, also viele haben gesagt Peaty Ferry, wir haben das Peat vermisst. Wäre was für dich gewesen. Genau. Und dann gab es natürlich was dazwischen und jetzt sind wir The Beach Comber. Sehr, sehr schön. Kostet ungefähr?
Ungefähr 45 Pfund, dafür wird er kommen. Super. Also sehr, sehr schön, das ist gut. Normalerweise allerdings macht er Einzelfassabfüllungen. Ja. Das ist schon ein sehr außergewöhnliches Produkt für euch. Ja. Und das ist ganz wichtig jetzt hier, weil wenn die eine ist weg, also ich nehme einfach mal hier eine 66.158, wenn die weg ist, ist sie weg. Da gab es insgesamt wie viele Flaschen? Du siehst es, 218. Also 218 glückliche Menschen können diese Sache haben und der nächste kann ganz anders sein, oder? Absolut. Und dafür, dass das in alle möglichen Richtungen geht und dass wir dieses ganze Spektrum überhaupt so erleben mit den ganzen Farbprofilen, die man hier so sieht, arbeitet ein Mann, ich halte den mal rein, das ist Ewan Campbell. Ja. Der hier, das ist Ewan Campbell und derjenige ist der Spirits Manager von der SMWS. Der kümmert sich um 2 Apparate. Das eine ist wirklich Spirit Managing, also wie muss der Brand beschaffen sein, der irgendwo aus allen möglichen Brennereien kommen kann. Oder auch, welche Fässer verwenden wir da eigentlich? Das heißt, er kauft sowohl leere Fässer auf, um die irgendwann mal zum Finishen zu verwenden, aber auch die Whiskys fertig in den Fässern, um sie weiterzureifen. Und er bestimmt wirklich, wann das passiert, mit dem Wechselpunkt, wann wir was worin geben oder wann ein Finishing einsetzen muss, um den Whisky noch in eine bestimmte Richtung zu schubsen. Ja. Das macht alles dieser Mensch, nicht komplett in Eigenregie, aber im größten Teil. Super. Und das ist einfach eine sehr, sehr wertvolle Arbeit, die er da leistet. Und es gibt, bevor eine Flasche rauskommen darf, so eine Art Panel. Also es gibt verschiedene Taster, die alle abnicken dürfen und müssen, bevor es rauskommt. Wenn irgendjemand sagt, nee, ist noch nicht so weit, geht er zurück, der kriegt vielleicht einen Finish oder wird er nochmal 5 Jahre gereift. Also es gibt ein paar berühmte Leute auch in euer Panel, oder? Genau, da haben wir oberst voran tatsächlich Charles McLean, der gerade irgendwo in den anderen Räumlichkeiten hier für Adelphi im Einsatz ist. Und tatsächlich, die dürfen vorher gucken, die dürfen aber auch die Vorschläge machen, wie soll dieser Whisky riechen, schmecken. Und das sind auch teilweise schon die Vorgaben für die Titel der SMWS, denn die heißen immer so, wie sie riechen und schmecken sollen. Die dann so ein bisschen durch Robin Lang als Whisky-Baden verfeinert werden und dann in lyrische Sprache gegossen werden. Das ist so das Prozedere. Oh, er ist dabei, das ist sehr, sehr schön. Und es gibt immer wieder diese etwas goldene Sachen. Die sind teuer, aber dafür, oh, gut, oder? Oldie but Goldie, das kostet dann tatsächlich Geld. In dem Sinne, da reden wir dann von einem 28 Jahre alten Linkwood. Und wenn wir dann solche Prestigeflaschen, sag ich mal, haben, dann haben wir oben auch nicht mehr die Farbbanderole, sondern die sind dann in Gold gehalten. Der Farbcode ist in der Mitte der Flasche drauf und dementsprechend sind die dann auch mit einer schönen schmucken Verpackung ausgestattet. Man kann aber sicher sein, da ist immer Perfektion am Werk, weil die alten Tropfen, die sind einfach wirklich schön. Das ist wie bei jedem Abfüller. Je älter das wird, desto schmackes. Da läuft das Wasser schon im Mund ein bisschen hier. Ja, genau. Story Night zum Beispiel. Eure Namen sind schon irgendwie merkwürdig cool. Ja? Someone left a cigar here in the Boudoir, genau. Und hier haben wir dann da Time well spent with an YM, wie ich schon sagte. Und last but not least, sweet but grubby. Also grubby ist schon ein Wort, den meine Mutter immer wieder benutzt hatte, wenn jemand unrasiert war. Ja, er sah ein bisschen ungepflegt aus. Ja, also wow. Und manchmal sind die Widersprüche tatsächlich in den Whiskys nachher drin. Man merkt, oh, das ist süß, aber auch, der hat ein paar Kanten noch. Und das ist echt eine ganz coole Sache. Wie wird man Mitglied? Ich will. Wie wird man Mitglied? Ich will. Also entweder tatsächlich auf Messen, wo wir sind. Okay. Da wird man meistens irgendwie durch irgendwelche Benefits Mitglied. Das heißt also, hier haben wir 3 verschiedene Flaschenangebote dabei. Okay. Eins findet man gerade noch auf der Website. Das heißt also, den Gabani Whisky zusammen mit der Mitgliedschaft, den gibt es gerade für einen Kombopreis auf der Website. Preis, wie teuer kostet das für ein Jahr? Genau, heißt wie teuer. Insgesamt reden wir eigentlich immer von der Mitgliedschaft für 65 Pfund. Ja. Aber der Whisky, der kommt gerade zusammen mit der Mitgliedschaft für 128 Pfund, sodass wir da locker so knapp 40 Pfund Reserve rausschlagen können. Ja. Ist immer ein schönes Angebot, um gleich in den Genuss zu kommen. Ja. Aber auch viele weitere unterstützende Angebote, wie zum Beispiel ein Starter-Kit oder sowas in der Art, sind da möglich. Preislich, je nachdem, was man sich da aussucht, spielt das natürlich dann entsprechend in die Höhe oder nicht. Aber die nackte Mitgliedschaft ist meistens immer für 65 Pfund zu haben pro Jahr. Warum nicht Euro? Warum nicht Dollar? Warum immer diese Pfund? Wir arbeiten dran, aber die UK tatsächlich, da sitzt das Headquarter und die machen im Moment den gesamten Zahlungsverkehr. Das heißt also, wir haben keine Distributionslager, in denen irgendwie verteilt wird oder so, sondern man rechnet immer mit dem Headquarter ab. Ja. Deswegen der Pfund. Auf der anderen Seite, das Conversion-System ist in Arbeit. Das heißt also, ja, die Länder, wir sind da überall. Wir sind in Amerika, in Schweden, in Dänemark. Eigentlich überall, jeder hat seine Währung, jeder soll auch seine Währung sehen. Das ist das nächste Ziel, wir sind dabei. Super.
Sehr, sehr schön. Und nun, ich bezahle meine 65 € das erste Jahr, aber ich habe noch nichts davon, oder? Ich kriege Anrecht habe ich darauf, überhaupt an neue Flaschen ranzukommen. Und da habt ihr sogenannte Outturns. Was sind Outturns? Ja, also du hast nichts davon, das muss ich gleich noch gerade rücken. Ich wusste, dass da was kommt. Ja. Aber tatsächlich, du zahlst erstmal die 65 Pfund, um Clubmitglied zu sein, typisch Club-Eintritt. Aber du hast dann erstmal Tasting-Vergünstigungen, das heißt also, du kannst Member-Prices für dich und deine Freunde natürlich mitnehmen. Und an einem der 8 Standorte, an denen wir sind, da sind teilweise dabei München dabei, Berlin dabei, Hamburg, Kiel wird dich interessieren dabei. Ich wohne nicht mehr, ich wohne hier unten übrigens. Stimmt, du bist unten, stimmt. Köln. Für dich hat sich alles geändert, also gehe Paul Thompson in Köln in der Sudermanns Bar besuchen. Von daher, der ist dabei. Wir haben Knut in Stuttgart, ich natürlich in Hannover, ich bin dabei. Und da sind die Tasting-Standorte, in denen wir monatlich den Outturn, also sprich, in denen wir monatlich vorstellen, wie wir die nächsten Whiskys des nächsten Monats so ungefähr basteln. Das heißt, da sind immer 5 Whiskys dabei, bei denen die Mitglieder schon mal erfahren können, wie wird es im nächsten Monat aussehen, wenn dann am ersten Freitag eines Monats der Startschuss für die nächsten kommt. Das ist sozusagen der Outturn, der monatlich kommt. Genau. Und dann kann man online gehen und bestellen und so weiter. Ja. Und dann kann man auch anrufen, glaube ich, auch in England, aber viele machen das tatsächlich dann dort mit der E-Mail oder mit der Bestellung online. Sehr, sehr schön. Und nun, nach einem Jahr, muss ich das erneuern. Und das ist dann auch einfach mal, weißt du, ungefähr in Deutschland sind die Hälfte die Menschen, die erneuern, oder ist es denn sogar noch mehr? Also je nachdem, das kommt drauf an, was gerade tatsächlich stattfindet. Okay. Ich würde den Leuten immer empfehlen, guckt irgendwo auf Messen tatsächlich, wenn es irgendwo Kombo-Angebote gibt, weil nein, es muss nicht immer sein, dass man für die 65 Pfund erneuert. Ist zwar schön, wenn es einer macht, gar keine Frage. Die SMWS wird sich dreimal in die Hände klatschen und sagen, wunderbar, das sind treue Mitglieder. Auf der anderen Seite haben wir immer diese Kombo-Angebote oder auf Messen vergünstigt, bei denen wir wirklich sagen, komm, wenn du gerade da bist, dann erneuern wir dafür oder nimm eine Flasche des Moments mit oder sowas in der Art. Das ist dann immer eine schönere Sache, dass man halt so ein bisschen Wertschätzung erfährt. Das ist toll. Glaube ich auch. Sehr schön. Welche Messen seid ihr in den nächsten, sag mal, 4 bis 6 Monate? Also, wir sind nochmal auf der Bottle Market in Bremen. Da wird dann Tom Glass zusammen mit einem Kollegen da sein. Und mich selbst werdet ihr dann nochmal wieder sehen in Düsseldorf auf der Rhein-Ruhr im März. Okay, da werde ich auch nochmal sein. Okay, gut. Von da in Bremen oder dort in Düsseldorf, dann dort, da könnte jemand anhauen. Irgendwann Berlin oder irgendwann München, irgendwas wird bestimmt auch sein, ja? Ist, glaube ich, noch in Abstimmung, in Planung. Müsste noch mal gucken, ob es sich dann noch kurzfristig ergibt. Tatsächlich. Planung 2020 ist noch im Werden, genau wie der Whisky-Messen manchmal. Sehr, sehr schön. WhiskyJason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Hier gemeinsam mit Marcel Paschilke von der Scotch Malt Whisky Society. SMWS. Yay, bye bye. Bye.